Hallo, ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Sie individuelle Ansichten als einzelne Reports abspeichern und diese Reports teilen. Generell sehen Sie ja das Gesamtergebnis hier oder halt ein vergleichendes Ergebnis oder ein Teilergebnis, wenn Sie das runterbrechen oder ähnliches. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen uns dreimal das Gesamtergebnis und diese Ansicht oder machen es hier noch ein bisschen unzufrieden versus zufrieden zum Beispiel. Diese Ansicht möchten wir uns immer wieder aufrufen, um dann in die Ergebnisse reinzuschauen. Da können wir, ob jetzt nur das Gesamtergebnis, nur gefiltert oder auch eine vergleichende Ansicht, können wir hier auf Ansicht als Report speichern machen. Und dann nehmen wir einen Dreiervergleich beispielsweise und speichern uns das Ganze als Report, als separate Ansicht ab. Das Ganze wird so angezeigt hier. Wir haben jetzt hier das Report-Menü. Wenn Sie draufklicken, haben wir hier unseren Dreiervergleich, den haben wir eben gerade angelegt. Und hier wird mir das dementsprechend auch nochmal angezeigt. Hier wird der Titel angezeigt. Ich kann das Ganze deaktivieren, dann bin ich wieder in der normalen Ansicht. Hier wird mir ein kleiner Hinweis zum Report gegeben. Und wenn ich jetzt was verändere, kommt hier auch so ein Sternchensymbol. Das sagt mir einfach, dass ich speichern kann. Genau. Wir können jetzt innerhalb des Reports unzählige Einstellungen vornehmen. Wir können die Einstellungen hier oben verändern. Wir können die Vergleichsebenen verändern. Wir können auch die Filter verändern. Das Ganze bleibt immer unter dem Mantel dieses Reports gespeichert. Das heißt, es ist eine separierte Ansicht, in der wir uns bewegen und die wir immer wieder updaten können. Wenn wir das Ganze nun teilen möchten, klicken wir hier oben wieder auf Report und dann haben wir hier den Teilen-Button. Und hier haben wir einmal den Link, den kopieren Sie raus und übergeben an die Person, die darauf Zugriff haben soll. Sie können das Ganze noch mit einem Passwort schützen, dann muss dieses Passwort eingegeben werden. Dann haben wir die Option, ob der Empfänger eigenständig in den Daten filtern darf oder nur das vorpräparierte Ergebnis sieht. Ob die Einzelergebnisse, also der Button hier oben, ob der verfügbar ist, ob man die sehen darf, ob der Hilfe-Button von Easy Feedback verfügbar ist, um nachzulesen, wie das hier funktioniert zum Beispiel, welche Exportformate wir anbieten. Wenn ich zum Beispiel nur ein geschlossenes Format übergeben möchte, dann würde ich halt die anderen deaktivieren hier. Dann kann der Empfänger sich das PDF runterladen. Wir können die Platzhalter ersetzen an der Stelle. Wir können auch eine individuelle Anonymitätsgrenze definieren. Das heißt, der Empfänger dieses Reports ist wahrscheinlich oder ist vielleicht der Teamlead von XY und dort soll die Mindestanzahl 5 sein und bei dem nächsten soll die Mindestanzahl 3 sein. Also das können Sie hier pro Report individuell einstellen und auf diese Art und Weise können Sie das Ergebnis mit anderen Personen teilen.